Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkoste ich mein Chocolate Porter, das ich vor einigen Monaten gebraut habe. Das Bier war jetzt 10 Wochen warm gereift und eine Woche im Kühlschrank zum Absetzen. Das war ein bisschen länger, weil ich tatsächlich nicht bemerkt habe, dass der Termin schon um war. Sonst hätte ich das nur 8 Wochen reifen lassen. Es geht jetzt also insgesamt so auf die 3 Monate zu. Es kann aber sein, dass das dem Bier auch tatsächlich sehr gut getan hat, weil es ja mit 12% Pale Chocolate Malt eins von der sehr röstigen Sorte ist. Es kann auch sein, dass ich jetzt am Ende des Videos zur Entscheidung komme, dass man vielleicht doch ein paar Flaschen nochmal 2 Monate stehen lässt, wie das bei dem Brown Malt schon der Fall war. Dann schütten wir mal ein. Röstmalz stabilisiert den Schaum ja deutlich und wie man hier sieht, funktioniert das auch bei der großen Menge sehr gut. Das Bier ist nicht super klar. Ich hatte, glaube ich, sehr viel Kohlensäure drin. Das war noch das letzte Fass, wo ich kein Sicherheitsventil für hatte. Habe das deswegen fest verschlossen und hatte ein bisschen mehr Kohlensäure, als wirklich gut wäre. Und dadurch war das ganz schön am Treiben, während ich abgefüllt habe. Und das ist dann einfach nicht der ideale Fall. Aber ich habe schon gesehen, bei den Bieren, wo ich das Sicherheitsventil wieder habe und das Ganze alles ein bisschen kontrollierter wieder abgeht, da werden die Biere dann auch wieder schön klar. So, das heißt, eine leichte Hefenote könnte drin sein. Ansonsten bin ich mal gespannt, schnuppern wir mal dran. Es riecht sehr fruchtig. Bei dem Bier, mit dem ich das jetzt vergleiche, wo Schokoladenmalz genommen wurde statt Pale Chocolate Malt, da war das auch immer so, dass nach entsprechend langer Reifezeit, also über 8 Wochen, das Ganze sehr fruchtig roch. Das ist hier allerdings noch deutlich intensiver. Und das ist so die Art von Aromen, die bei der Verwendung von Black Malt gar nicht mehr vorkommen. Zumindest nicht so, dass ich es deutlich bemerke. Also ich habe den Eindruck, dass das Pale Chocolate Malt noch mehr davon profitiert, dass beim Rösten nicht so viele Aromen zerstört werden und deswegen wirklich so eine Fruchtigkeit da reinkommt. Also ich würde sagen, das hat so von sich aus eine Note von dunklen Früchten, hat auch ein bisschen was von so Ahornsirup oder sowas, also man riecht, dass es süß, malzig ist. Ja, und es riecht auch röstig, also wenn man lang genug dran schnuppert, dann kriegt es diesen kaffeeartigen Geruch, nicht so stark wie bei Röstgerste, nicht so echt kaffeemäßig, sondern einfach so dieses leicht angebrannte, ja, geröstete. Also die Malze, wenn man das ein bisschen vergleicht, unterscheiden sich schon sehr deutlich. Röstgerste ist eine ganz andere Art von Geruch als Röstmalz. Und die Röstmalze selber dann je nach Farbe auch. Bei dem hier würde ich sagen, das ist schon sehr ähnlich wie zum Beispiel das Chocolate Malt, was ja mit dem Carafa 2 vergleichbar ist, was man in Deutschland auch kennt. So, ich probiere mal. Ja, also am Ende hat man eine deutliche röstige, kräftiger, bitterer Geschmack von dem Röstmalz. Bis dahin ist es allerdings deutlich angenehmer und hat so einen leicht samtigen Charakter. Also ich habe so das Gefühl, da war ja auch ein bisschen Karamellmalz und Torrefied Wheat drin, wenn auch nicht viel, dass das sehr ausgewogen ist, sehr gut ausbalanciert. Was ja jetzt hier fehlt im Vergleich zum Originalrezept ist die Verwendung von Phoenix-Hopfen. Den habe ich mir jetzt vor kurzem aus England gesichert. Der kommt wahrscheinlich nächste Woche an. Den werde ich auch nochmal ein bisschen austesten, wie der so schmeckt, damit ich das einzeln untersuchen kann. Phoenix-Hopfen soll nach Schokolade und Melasse und anderen Karamellprodukten schmecken. Und deswegen wäre das ganz interessant in Kombination. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass bei der hohen Schüttung an an Röstmalz hier nicht so viel von dem Hopfen zu schmecken wäre. Ja, also es riecht jetzt sehr neutral im Vergleich zum Geschmack. Der Geschmack ist wirklich sehr intensiv. Der Geschmack ist leicht süßlich. Er ist so ein bisschen, ja, auch so dunkle Früchte, aber das geht schnell weg und geht dann in dieses Röstige über. Ich probiere nochmal. Es ist schon so ein bisschen noch harsche Röstigkeit. Also es kann wirklich sein, dass der in einem Monat noch deutlich ausgewogener ist. Bei meinem Black Lager habe ich das deutlich gemerkt, dass das 2 Monate später nochmal viel, viel angenehmer war. Also es wird dann so eine glattere Röstigkeit, überhaupt nichts mehr, was so bitter auf der Zunge liegt oder sowas. Das war wirklich gut nach ein paar Monaten. Das wird hier wahrscheinlich auch so sein. Da muss ich also mit 1, 2 Flaschen noch was geduldiger sein.
Und habt dann nochmal ein bisschen Feedback für die Zukunft. Also der Restextrakt hier ist jetzt 1,7 Grad Plato. Das ist so typisch für die Hefe. Das war ja die Voyager-Hefe, die immer sehr viel Zucker wegfrisst. Und das ergibt dann 6,2% Alkohol. Ich merke jetzt auch so einen leicht wärmenden Effekt auf der Zunge. Das ist also von der Art her so ein typisches, stärkeres Stout, so ein Winter Warmer würde man vielleicht sogar sagen. Und, ich sage manchmal Stout, manchmal Porter. Das hat das damit zu tun, dass die Farbe so meiner Meinung nach an der Grenze ist. Und im modernen Sinne wird ja Stout und Porter eher darin unterschieden, wie die Farbe ist. Und nicht wie historisch, dass das gleiche ist, nur das Stout hat ein klein bisschen mehr Alkohol. Ja, sehr interessantes Bier, sehr gelungen. Mir gefällt die Kombination sehr gut. Ein bisschen schade ist, dass der René von Beautiful Brews sich erstmal entschlossen hat, nicht nach Europa zu verschicken. Es gibt aber andere englische Händler, die das jetzt schon ein bisschen mutiger angehen, wenn man unter 22 € bleibt. Also Warenwert plus Versandwert. Dann ist das nämlich so, dass man garantiert keine Zölle zahlt. Zumindest ist das, soweit ich das gelesen habe, so. Und das hilft dann auf jeden Fall, dass man da keine Probleme kriegt. Das kann ich also empfehlen, falls ihr Produkte aus England braucht, zum Beispiel spezielle Hopfen, dass ihr euch dann das da von einem entsprechenden Händler holt, der das vernünftig handhabt und dass man dann den Warenwert beachtet. Ja, was kann ich sonst noch dazu sagen? Ich bin mal gespannt, wie es in der Zukunft noch wird. Ich würde sagen, so wie es jetzt ist es sehr gut trinkbar. Also 10 Wochen warme Reifung, das ist völlig ausreichend. Es soll ja halt auch röstig schmecken, wenn so viel Röstmalz drin ist. Der Schaum ist in Ordnung. Der wäre jetzt noch ein bisschen mehr, wenn ich das ganz voll gegossen hätte. Vielleicht mache ich da gleich noch ein Foto von für das Thumbnail oder so. Habe ich letztes Mal beim Schwarzbier, glaube ich, auch gemacht. Und ja, sehr gelungen. Ich würde sagen, macht es nach. Das ist das Beste, um rauszufinden, wie das schmeckt. Wenn ihr könnt, dann mit dem Phoenix-Hopfen. Das waren 12 Gramm Hopfen pro Gallon. Das ist mehr, als ich bei jedem anderen Hopfen bisher verwendet habe. Aber das ist wohl, dieses Schokoladige ist ein sehr, sehr feiner Geschmack, den man sonst in dem Hopfen halt nicht bemerken würde. Ja, und dann seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wieder Brautag ist. Also bis dann. Tschüss.